Ich finde das voll geil. Ich finde das voll gut. Dann schauen wir uns mal den neuen Fern-Channel an, von Fernweh, ja, von Simply und Huch. Ich glaube, es war Huch, ne? Mit einem der ersten Videos. Warum McDonalds in Europa besser ist. Ist ein englisches Video. Normalerweise gucken wir mal deutsche Videos, aber obwohl, nee, stimmt gar nicht. Wir haben auch schon ein paar englische gehabt. Das ist okay. Es gibt aber dafür deutsche Untertitel. Ich gehe mal rein. On November 19, 2022, Juan Baus tweeted this picture. Absolutely. Schon der erste Fehler, er hat es nicht getweetet, er hat es geixt. Da ist schon der erste Fehler. Tut mir leid. Jonas, es tut mir leid. Ganz kurze Frage, ich meine, er wird es nie beantworten, ja, aber lieber Jonas, ist das nicht ungewohnt, auf Englisch zu sprechen? Ich hatte neulich einmal eine erste, so eine Synchro-Rolle und da musste ich die ganze Zeit Englisch reden, weil das Studio aus den USA zugeschaltet war. Und das war super weird. Damals war es noch Tweet, okay. War es noch Twitter? Okay. Aber es war trotzdem super weird. Ich finde es immer super merkwürdig und ich habe es immer super merkwürdig gefunden, auf Englisch zu reden. Also so auch so öffentlich, so hier zum Beispiel oder so. Okay, ich halte schon die Fresse. November 19, 2022, Juan Baus tweeted this picture. Absolutely loving the design of this reusable packaging that's being introduced at McDonald's France. The reusable packaging went viral, like really viral. Emmanuel Macron, the president of France, retweeted him and said something French. We saw all of this and had a lot of questions. How come McDonald's is introducing this type of packaging? Why in France? And why does it look so good? In the following months, we went down a rabbit hole and ended up modeling the entire dishware collection. As it turns out, sleek fry containers tell many stories. How the European Union is bringing conglomerates like McDonald's to their knees, not just in France, but all over the continent. How a country known for everything fancy developed a truly unique relationship with fast food and a completely different type of McDonald's. McDo. McDonald's in France, you don't understand how popular it is. And, of course, how good design can transform experiences. Ich war in Japan mit McDonald's und da hatten die teilweise ganz komische Burger. Es gab zum Beispiel so einen Burger, der war schwarz. Also das Brot war schwarz, weil es mit Tintenfischtinte quasi gefärbt war, irgendwie sowas. Und ich hab den probiert und der war echt ekelhaft. Also Geschmäcker sind verschieden. Ich fand den super ekelhaft und der sah super unappetitlich aus. Also einfach so, das war richtig. Ich habe Videos davon gemacht. Ich habe die noch irgendwo rumfliegen. Habe ich nie veröffentlicht, aber vielleicht in dem Fall auch ganz gut. Und im anderen McDonald's in Japan waren wir dann auch nochmal drin, irgendwie ein Jahr später oder so. Da durfte einfach geraucht werden dann. Haben Leute einfach angefangen, im Restaurant zu rauchen. War früher, ja in den 90ern, Standard, aber da fand ich es dann ekelhaft. Das war wirklich widerlich. Du hast versucht zu essen, ja, da kam der ganze Mock vom Nachbarn rüber. Das war nicht so geil. Schmackhaft. Ja, es war gar deliziös, war es. Ja, du. Und ich finde das Wiederverwertbare, finde ich cool. Aber wie ist denn das bei To Go? Das würde mich mal interessieren. Und vor allen Dingen, wird das dann ausgewaschen bei McDonald's? Und dann wiederverwertet? Muss ja irgendwie, ne? Da müssen ja von den Dingern irgendwie mit Pfand. Du zahlst Pfand. Ach so. Und auch bei den To-Go-Sachen ist Pfand drauf? Interessant. Interessant. Have you ever been to a McDonald's in Paris? No. Why? This is your life in weeks if you're lucky enough to turn 80 years old. Das wird ein Placement, oder? And this is the amount of time you spent on your career. 80,000 hours. We choose to spend this time on researching McDonald's packaging for YouTube videos. Gott sei Dank. You probably want to spend all the time on something meaningful that makes a big positive Skillshare. difference in the world. 80,000 hours is also the name of today's sponsor. Anyways, it all started with a simple message. Yo, Juan, would you be down? He was. There is something there with the whole ad campaign around it, and I think people's reactions to it are quite good. But then also maybe like, the question is like, are people gonna steal this? When Juan is not going viral and getting featured in Drew Gooden videos, he's a UX writer for some of the biggest brands out there. Oh, and Juan also lives in Paris. To get a better look at this weird new packaging, we needed a man on the ground. Juan was that man.
Okay. In The Niederlande design gibt's is das auch. truly spectacular. We will get to that in a minute. First, we need to understand why this is happening. As we reviewed Juan's footage and dug deeper, we realized that it's Was ist mit den Pommes? Was ist mit den Pommes? Warum sehen die so aus? Was ist da passiert? Müssen die so? Sind das auch Tintenfischpommes oder? Puh. Süßkartoffeln sollten so aber auch nicht aussehen, oder? Die Kartoffelsorte ist so. Ist das so ein extra, weiß ich nicht, so eine Schwattkartoffel oder irgendwas? Ich weiß nicht genau. Mehrwegpommes. Meinst du, die haben schon ein paar Mal vorgelegen und die haben es einfach recycelt wegen Pfand? Das kann natürlich sein. Weiß ich nicht. Und du hast recht, Maurice, du hast recht. Die Verpackungen sehen ein bisschen falloutig aus. Sieht cool aus, auf jeden Fall. Also besser als die üblichen, glaube ich. Oder vielleicht einfach anders. Ich weiß nicht genau. Aber die haben so ein bisschen was von Fallout. Die haben so ein bisschen was von 50s in der Zukunft. not just the Gemüsepommes. Als ob die Gemüsepommes haben. Bitte was? Diese Franzosen. packaging that makes French McDonald's special. Gemüsepommes. Chapter 1. The Rise of McDo. Fast food in France do not seem like a good match. It's the country of fine dining, Michelin stars, and long-lasting dinners and cozy bistros. When McDonald's came to the country in 1997, the French were skeptical. 70, 80 top chefs in the country took out a newspaper ad in the country's biggest newspaper saying that they thought it was preposterous that McDonald's was coming to France. And they were like, this is absolutely ridiculous. We need to stop this fast food thing. But they could not help but indulge, like everybody else on the planet. Ici, c'est plus complet, c'est plus sympa. Nonetheless, the company remained controversial for decades. In 1992, it launched a poster campaign showing the French chef and absolute superstar Paul Bocuse secretly dreaming about a Big Mac while examining a pile of plump chickens. Uff. The chef sued right away for $2.7 million. When I found out these were real Big Mac advertisements, I immediately contacted my lawyers and instructed them to seek damages. How can I be seen promoting this tasteless, boneless food in which everything is soft? His lawyer added the ad would be An intolerable insult to the Pope of world cuisine. 7 years later, it got much worse for the fast food chain. At the time, the Eskalieren Sie World nicht. Trade Organization and the US were trying to force Europe to accept imports of hormone-induced beef. Europe resisted, and the US in turn imposed heavy duties on certain luxury products as a retaliatory measure. One of the items targeted was Roquefort cheese, from France. French sheep farmers were angry, and they found a symbol of American global capitalism and trade doctrine like no other: McDonald's. So a French horde went and utterly wrecked a restaurant of the chain, which was currently under construction in the small French city Millau. The horde was led by the activist and sheep farmer José Bové, the Frenchest-looking man of all time. I mean, what even is this pipe? The McDonald's incident made Bové a national hero and leader of the French anti-globalization movement. He published a best-selling book 2 years later, and in 2007 he ran for president. Later he went into European politics, Was? all on the back of really hating McDonald's. Junge. Der ist aber komplett rausgeschraubt einfach. Wie gut. To European politics, all on the back of really hating Der muss McDonald's. aber richtig José sauer Bové gewesen sein. rose to global fame 15 years ago after he demolished a half-built McDonald's. However, despite Bové's crusade, McDonald's could not be slayed. Off the bat, Slain. it had a competitive advantage over brasseries Entschuldigung, ich hasse mich, aber. Entschuldigung. could not be slayed. Slain. Off the bat, it had a competitive advantage over brasseries, bistros, and cafes. The restaurants were designated as takeout joints. This meant the value-add tax was just 5.5% versus the 19.6% at gastronomic restaurants. The food was cheap and the French economy was bad, like always. Another factor played a much bigger role though. McDonald's always has been good at inserting itself into the local culture of the country it operates in. But nowhere has it succeeded on such a scale as in France. The company realized that French customers were drastically different from American ones.
Americans visited McDonald's more often, at any time of the day, frequently alone, opting for takeout 70% of the time. In contrast, the French came in groups, spent more money per visit, and significantly more time in the restaurants. 70% of them dropped in during regular lunch and dinner hours. French McDonald's was not treated like a takeout place by customers, but like any other bistro. As NPR puts it, sitting down to a meal is a cornerstone of French culture. Ich bin ganz ehrlich, ich vermisse das manchmal ein bisschen. Ich komme ja aus dem vorherigen Jahrtausend, ihr wisst das ja, ich bin Zeitreisender. Und da hat man tatsächlich öfter, wenn man essen gegangen ist, hat man sich wirklich mehr reingesetzt ins Restaurant und hat dann wirklich miteinander gegessen und geredet. Bla. Heutzutage ist alles so hoppla hopp so gefühlt, weißt du? Und auch viel Takeaway oder einfach hier Bringdienst und bla bla bla. Aber sich einfach nur hinsetzen und nicht nur essen und dabei quatschen, sondern sich wirklich Zeit nehmen und dann vielleicht noch ein bisschen länger verquatschen und ein bisschen sitzen bleiben und vielleicht noch einen Kaffee hinterher und bla. Das vermisse ich wirklich ein bisschen. Das ist auch, glaube ich, nichts, was man heute sagen kann, oder mache ich das wieder, weil du hast einfach nicht die Zeit dafür gefühlt. Ja, oder alle ständig am Smartphone, weil nach einer halben Stunde musst du einfach wieder gucken, ob es irgendwas Neues gibt oder wieder TikTok doomscrollen. Ja, dann mach doch. Ja, klar, dann mach doch. Dann sei doch einfach fröhlich. Mach doch einfach mal. Ja, klar. Na klar. Ja, leider, heute ist mehr Pressure gefühlt. Sehr viel mehr Pressure. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir dem Internet verdanken. Oder sagen wir mal, kurzen Kommunikationswegen. Früher musste jemand bei dir zu Hause anrufen auf dem Festnetz, um mit dir zu reden, das an einem Kabel aus der Wand kam und dann hast du so eine komische Schnur, so eine und dann so einen fetten Telefonhörer, so. Nicht mal so, sondern wirklich so. Und auch mit der Drehscheibe musste so. Und wenn jemand dich nicht zu Hause erreicht hat, ja, dann war es das eben. Die Frage, wo du bist am Telefon, war undenkbar. Ja, weil du warst ja am Telefon. Leute wussten ja, wo du warst. Oder maximal an der Telefonzelle. Lul. Ja, ist ein bisschen absurd. Ja, komische Vorstellung heute. Ich habe schon seit Ewigkeiten kein Festnetz mehr. Also wir hatten eine Weile lang noch eine Nummer und so, aber einfach gar kein Apparat mehr, weil, ja, absurd. So, the chain adapted. In the US, its restaurants are designed to attract people from afar, the golden M glooming high, calling you to that sweet, sweet drive-in in a car. The interior is often a little uncomfortable, intended to minimize customer visiting time and maximize purchasing turnover. In France, the restaurants are often sleek, modern, and comfortable. You can find relatively cozy corners designated specifically for larger groups of people. Sometimes there's even table service. On the outside, the golden M is often subdued on the facade. The architecture is regionally diverse. McDonald's in France almost doesn't feel like fast food. That is so apparent even the dumbest show on the planet Emily in Paris noticed. This is so chic. There's no grimace, no hamburglar. What's a hamburglar? And never mind. Oh, Grimace wurde mit Grimasse übersetzt, Emily in Paris Warte, noticed. habe ich das richtig gesehen? This is so chic. There's no grimace. Es gibt keine Fratzen. Grimace ist eins der McDonalds-Maskottchen. Ich glaube, das wäre dieser lilane? Ich weiß nicht mehr, wer von denen das war, aber das ist ein McDonalds-Maskottchen eigentlich. Deswegen auch der Hamburglar war dieser Knasttyp, der immer Hamburger klaut. Genau, der lilane hieß Grimace, genau. Heißt natürlich übersetzt, heißt es Grimasse, klar, aber der hieß einfach Grimace. Ja. No hamburglar. What's a hamburglar? Ja. And never mind. Und hoffentlich auch kein Ronald McDonald. Uff. Products are locally sourced, and there are unique offerings like the obvious McBaguette, but also a Croque McDo. McDonald's does this everywhere, of course, but they do it very well in France. There's a funny little review of the world-famous La Dorée macarons in Paris on TripAdvisor. The reviewer concludes, the macarons taste the same as the ones sold at McDonald's across the road, except for 4 times as much as the price. Uff. You see, this person from London is not just angry. They are onto something. The macarons at McDonald's are indeed manufactured by the same company. Ooh. Today, McDonald's is universally called McDo in France. It is a cultural institution and even has its own slogan. Venez comme vous êtes.
So like, come as you are. It is considered to be one of the biggest and most profitable markets for McDonald's in the world. Krass. So McDo is special. But why would they come up with reusable dishware? It seems like quite the hassle. Well, the root of it all is the EU. Chapter 2. The EU's War on Plastic. Sometimes people don't realize how powerful the EU actually is. Das stimmt. The European Union's executive body, the Commission, can issue directives. These directives are goals, which must be achieved by all member countries. But every country can decide on how to get there. Once translated into national law, the member states must notify the Commission, which in turn checks if it is A-OK. Then the directive needs to be enforced in every country. If a member fails, it may get fined. A particularly famous directive is Directive 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019. Okay, whatever, nerds. Basically, it's a big EU move to reduce the impact of plastic on the environment. This includes the much ridiculed ban of plastic straws and balloon sticks. But in truth, it goes much further than plastic straws becoming paper ones. For example, the directive makes single-use plastic producers pay to clean up single-use trash. And finally, the important point, it forces member countries to find ways to reduce the consumption of single-use plastics, such as food containers and beverage cups. France is always exceedingly extra and top of the class in combating plastic. They've gone way above what was expected and banned new single-use plastic packaging from 2040. From early 2025, new plastic packaging has to be made of 100% recycled plastic. Geil. Voll geil. And since the beginning of 2023, single-use packaging is banned from French fast food restaurants. Oh, krass. Which brings us to this. Nächstes, Dankeschön. Vielen Dank. Chapter 3. Le dessin est incroyable. When we first chatted with Juan, he shared our initial fascination with the French McDonald's reusable packaging. If you look at the fries basket, like it looks sort of, you can immediately tell what it is, like a McDonald's fries basket. But it looks kind of modern. It looks kind of like, apple-fied. Yeah, they kind of nailed it with Die Musik im Hintergrund kommt mir bekannt vor. It looks kind of modern. It looks kind of like, apple-fied. Yeah, they kind of nailed it with the design. Juan also filmed how you ultimately return the dishware. The process seems a lot more dignified than the usual dumping of 500 kilograms of trash into an oversized, nasty, overflowing eat-it-all bin. We went on to model the dishware based on his footage and promotional material. Because why not? It's undeniably French. The design studio behind it is called Ilium. They picked a plastic called Trident for the various containers, which is similar to glass and ceramic in its hardness and transparency, and preserves the organoleptic qualities of the food. Ja, klar. Vents, graining, striations have all been designed to address their functions in the best possible way. Greasy hands need great grip. The development of this technology took over 2 years. And surprisingly, it gets stolen a lot. The reused dishware. Ich finde das voll geil. Ich finde das voll gut. Ich würde mir das hier auch wünschen. Beim Bringdienst weiß ich nicht genau. Wäre cool, wenn der das dann auch abholen würde. Also bei der nächsten Bestellung dann quasi. Das würde ja vielleicht bedeuten, dass man öfter bestellen muss, um die Sachen abholen zu lassen. Das wäre vielleicht eine fiese Stolperfalle. Aber ich kann mir vorstellen, also so ein Pommesbecher, so ein XL-Pommesbecher, da würde ich den Pfand einfach ignorieren und würde die einfach mit nach Hause nehmen. Also die würde ich zu Hause auch reusen und würde da auch Pommes drin Pommes drin machen. Das wäre eigentlich voll geil. Gibt's hier auch, kannst du auswählen. Hatte ich noch nie irgendwo gesehen. Habe ich noch nie hier irgendwo gesehen. Ich habe es schon mehrfach gelesen, dass es hier wohl auch gibt, aber bei der zweiten Bestellung füllen sie nur die Becher wieder auf. Ja, aber nicht der Bringdienst, ne? Die sind schon ziemlich cool. Die Trinkbecher habe ich schon bessere McDonalds Cups gesehen, ja? Also die Trinkbecher sind okay. Die Trinkbecher sind eher okay. Das ist so, ja. Und die hier sind auch eher so zweckbezogen, auch cool. Aber die Pommes-Dinger finde ich richtig geil. Went viral with good right. But it's just one small part of a much more elegant whole. For a country where eating at the restaurant is the norm,
It makes even more sense that the food is not needlessly overpacked anymore. However, it's unclear if relying on reusable plastic is actually more sustainable than switching to long-wearing glass or china. The French government promises to remain vigilant on this question. McDonald's has been doing very tiny steps towards improving their packaging for more than 30 years. Ironically, we made a video in German before knowing about all this, criticizing the chain for greenwashing their enormous trash footprint in Germany and pretend fixing the issue. Ich weiß aber noch, ja, jetzt kommen wieder Opas Geschichten aus dem Krieg. Als ich aufgewachsen bin, war bei Mc's alles noch in so Styroporpackungen verpackt. Also jeder Burger, den du bestellt hast, war in so einem Styropor-Ding. So knitsch. Also diese Boxen. Die waren nicht aus Pappe wie heute, sondern wirklich so einfach so ein richtig fettes Styropor-Ding. Aber das ist lange her. Das ist, da war ich selber noch zu. Ja, genau, und es lag wirklich überall Müll, das stimmt. Da lag wirklich überall Müll. Und die Mülleimer alle völlig am Überflowen. Das ist schon ein bisschen. Ja, Styropor, das ist lange her. Ja. Und das wurde, glaube ich, dann irgendwann auch verboten. Und deswegen haben die dann das aus Pappe gemacht. Weiß ich nicht genau. Some EU directives and one chunky national law later, we get this. To us, this is a story of how business, if set on the right track through legislation, can really leap forward. McDo really did turn around the French anti-plastic legislation to their benefit, simply through introducing a design so noteworthy, people talk about it. Like us. Why American Toilets suck? Ich muss mir alles angucken auf dem Channel, glaube ich. Ja, das war das eins der neuen Videos von Simply auf Englisch. Ja, auf dem Fern-Channel. Das Cheers würde ich mir hier auch wieder wünschen. Ich weiß nicht warum. Cheers, das fehlt einfach. Und vor allen Dingen ist es ja auch international. Ansonsten sehr, sehr geil. Also großen Respekt. Jetzt schon 156.000 Abonnenten. Geil. Über 1,5 Million Aufrufe vor 2 Wochen. Geil.